Hallo und herzlich willkommen beim Flauschigen Einhorn. Heute gibt es von mir das Umstyling von Elsa zu Daenerys Sturmtochter. Die letzte Staffel von Game of Thrones hat ja einige Fragen beantwortet. Wir kennen jetzt die Verwandtschaftsverhältnisse von Jon Snow. Aber wie steht eigentlich Daenerys Sturmtochter zu Elsa aus Frozen? Für mich auf jeden Fall sind beide im wahrsten Sinne des Wortes aus einer Wolle gemacht, könnten sogar Zwillinge sein. Die eine Eiskönigin, die andere unverbrannt. Aber Moment, wäre Elsa aus Frozen dann womöglich die Mutter von Jon Snow? Ich weiß es nicht, aber hier gibt es für euch das Umstyling. Du brauchst dazu Jersey-Baumwolle, das ist so ein Stretchgarn, wie du es hier siehst, in hellblau. Dann in dunkelbraun ein sehr dünnes Baumwollgarn, außerdem Häkelgarn in Gold, etwas Klettverschluss in Hautfarben, eine Häkelnadel 1,75, Schere und Nadel. Und los geht's mit einer Luftmaschenkette aus dem goldenen Häkelgarn. Die muss lang genug sein, damit sie einmal um die Taille deiner Elsa-Puppe passt und sich auch ein bisschen überlappt, also so ungefähr einen halben Zentimeter, so wie du hier siehst. Dann häkelst du noch eine zusätzliche Luftmasche und in der zweiten Reihe startest du dann in der zweiten Masche von der Nadel aus gesehen, feste Maschen immer in die hintere Schlaufe der Maschen zu häkeln, also die Schlaufe, die hinter den beiden vorderen Maschenschlaufen liegt. Und dann häkelst du eine Reihe feste Maschen und am Ende eine Wendeluftmasche. Und fertig ist die zweite Reihe. In der nächsten Reihe geht es dann ab der zweiten festen Masche weiter und du häkelst noch eine Reihe mit festen Maschen. Achtung, diesmal häkelst du einmal bis zum Ende und machst dann keine Wendeluftmasche. In der nächsten Reihe häkelst du trotzdem ab der zweiten Masche weiter. Das gilt dann als eine Abnahme. Dann machst du noch eine Abnahme, stichst in die erste Masche, holst hier den Faden durch, in die zweite Faden nochmal durchholen und dann durch alle 3 Schlaufen durchziehen. Und dann geht es weiter mit festen Maschen. In der Mitte dieser Reihe kommt eine Verzierung. Dazu häkelst du bis zur dritten Masche vor der Mitte, bei mir ist das die 7. Dann machst du ein halbes Stäbchen, dann ein Stäbchen, ein Doppelstäbchen, dazu schlägst du den Faden zweimal über und holst ihn 3-mal durch jeweils 2 Schlaufen durch. Dann kommt ein Dreifachstäbchen, dazu schlägst du den Faden 3-mal über und holst ihn dann 4-mal durch jeweils 2 Schlaufen durch. Dann wieder ein Doppelstäbchen, dann wieder ein normales Stäbchen, ein halbes Stäbchen und weiter geht's mit festen Maschen. Wenn du bei der 5. Masche vor Ende deiner Reihe angelangt bist, machst du nochmal 2 Abnahmen, wie hier gezeigt, und häkelst die letzte Masche nochmal wieder als feste Masche. Damit ist deine Reihe beendet und auch der Gürtel deines Kleides sollte jetzt in etwa so aussehen. Jetzt nimmst du deinen Jersey-Faden und misst einmal von der Taille bis unter die Fußsohle und zurück. Einmal abschneiden und das ist jetzt dein Messfaden. Daran misst du jetzt auf diese Weise die anderen Fäden ab und dann schneidest du so viele Fäden, dass du für jede Masche einen Faden zur Verfügung hast. Du knüpfst jetzt nämlich in jede Masche einen Faden an. Bei mir sind das so ungefähr 30 Fäden, bei dir können es mehr oder weniger sein, je nachdem, wie groß dein Gürtel geworden ist. Wenn das fertig ist, kommt der, wie ich finde, unangenehmste Teil der ganzen Arbeit, und zwar das Annähen des Klettverschlusses. Du brauchst also ein Stück, das ungefähr so breit ist wie der Gürtel. Ich habe das vorperforiert an den 4 Ecken mit einer spitzen Stecknadel, sodass ich mit der etwas stumpferen Stopfnadel auch da durchkomme. Und dann nähe ich das an allen 4 Ecken am Gürtel fest, und zwar mache ich das einfach mit dem goldenen Häkelgarn, sodass man das gar nicht sieht. Am Ende wird das Ganze gut vernäht
und fertig bist du mit der einen Seite. Die andere Seite vom Klettverschluss muss so angebracht werden, dass sich das Ganze etwas überlappt. Das heißt, ich nähe sie nur an 2 Ecken fest, so dass am Ende etwas von dem Klettverschluss übersteht. Das kannst du auch alles etwas ordentlicher machen, als ich das hier vor der Kamera hinkriege. Und am Ende nicht vergessen, den Faden gut vernähen und dann kannst du ihn abschneiden. So sollte der Rockteil deines Kleides jetzt in etwa aussehen und so kann man ihn zusammenkletten. Jetzt misst du wieder mit deinem Jersey-Faden von der Schulter bis unter die Fußsohle und zurück. Schneidest ihn einmal ab, das ist dein Messfaden. Daran misst du jetzt 10 weitere Fäden für die eine Seite und nochmal 11 Fäden für die andere Seite. Dann machst du eine Luftmaschenkette, die sehr, sehr eng ist. Bei mir sind es 6 Luftmaschen, sodass das gerade um die Mitte deiner Jersey-Fäden, jeweils 11 für jede Seite, also 11 Jersey-Fäden nehmen, dann die Luftmaschenkette darum schlingen. Dann stichst du wieder in die erste Masche ein, ziehst die Schlaufe gut fest, holst dir den Faden durch beide Schlaufen, holst dir dann den Anfangsfaden durch die Schlaufe durch und ziehst das Ganze fest zusammen. Verknoten und vernähen. Jetzt fehlen natürlich noch die richtigen Schuhe. Da Daenerys Sturmtochter mit den Dothraki reiten muss, hat sie natürlich festes Schuhwerk. Und wie du das machst, zeige ich dir jetzt. Einen Fadenring und dann 6 feste Maschen hineinhäkeln. Am Ende gut zuziehen, fertig ist die erste Runde. In der zweiten Runde verdoppelst du jede Masche, das heißt du häkelst 2 feste Maschen in jede Masche der ersten Runde hinein. Das die ganze Runde lang, also 6 Mal, sodass du am Ende 12 feste Maschen hast. In der dritten Runde verdoppelst du die ersten 4 Maschen, das heißt du häkelst 4 Mal jeweils 2 Maschen in eine Masche und dann machst du einfache feste Maschen bis zum Rundenende, also noch 8 feste Maschen. In der nächsten Runde verdoppelst du die 4 vorderen Maschen. Dazu häkelst du erst 4 normale feste Maschen, häkelst dann jeweils 2 feste Maschen in die nächsten 4 Maschen und häkelst dann noch einfache feste Maschen bis zum Rundenende, sodass du am Ende 20 feste Maschen in deiner Runde hast. In der nächsten Runde fängst du an, nach oben weiter zu häkeln. Dazu machst du einmal 3 Luftmaschen und dann Stäbchen jeweils nur in die hintere Maschenschlaufe hinein. Insgesamt häkelst du 19 Stäbchen zusätzlich zu den 3 Luftmaschen, die als erstes Stäbchen zählen. Dann machst du eine Kettmasche in die dritte Luftmasche, um den Kreis zu schließen. Weiter geht's mit Stäbchen. Allerdings häkelst du jedes zweite und dritte Stäbchen zusammen. Das heißt, nach den 3 Luftmaschen häkelst du ein Stäbchen, dann häkelst du 2 Stäbchen zusammen. Ich mache das hier mit der unsichtbaren Methode. Das heißt, ich steche erst in die vordere Schlaufe der ersten Masche, dann in die vordere Schlaufe der zweiten Masche, hole den Faden durch und hole den Faden nochmal durch. Beim letzten Vierer ändere ich den Rhythmus und zwar häkel ich erst ein Stäbchen, dann häkel ich 2 Stäbchen unsichtbar zusammen, dann häkel ich noch ein einfaches Stäbchen, weil es vom einfachen Stäbchen leichter ist, dann in die dritte Luftmasche der Vorrunde eine Kettmasche zu machen, um das Ganze zu schließen. Jetzt geht es mit festen Maschen in Spiralrunden weiter. Dazu häkelst du ohne Luftmasche feste Maschen, 16 Stück für diese Runde. Wenn die Runde beendet ist, häkelst du einfach weiter, noch 16 feste Maschen. Dann noch einmal 16 feste Maschen in der dritten Runde. In der nächsten Runde verdoppelst du jede 4. Masche, das heißt du häkelst immer 3 feste Maschen, dann 2 feste Maschen in die nächste Masche, dann wieder 3 feste Maschen,
dann wieder 2 feste Maschen in die nächste Masche und so weiter, bis du am Ende 20 feste Maschen in deiner Runde hast. In der nächsten Runde verdoppelst du jede 5. Masche. Dazu häkelst du 4 feste Maschen und dann 2 feste Maschen in die nächste Masche. Dann wieder 4 feste Maschen, dann wieder verdoppeln, bis du am Ende 24 Maschen in deiner Runde hast. In dieser letzten Runde verdoppelst du jede 6. Masche. Das heißt, du häkelst immer 5 feste Maschen, dann 2 feste Maschen in die nächste Masche, dann wieder 5 feste Maschen, dann wieder verdoppeln, bis du am Ende 28 Maschen in deiner Runde hast. Dann schneidest du den Faden ab und vernähst das Ganze gut. Jetzt nimmst du deine Stopfnadel und ein Stück vom goldenen Häkelgarn und oberhalb der 4. Runde fängst du jetzt an, den Faden grob hier hineinzunähen, mal in eine Masche einstechen und dann bei der nächsten wieder hervorkommen. Hinten musst du einmal die Runden wechseln. Durch die Spiralrunden würdest du sonst nicht auf einer Linie ankommen. Also einmal eine Runde tiefer gehen und dann nach vorne, bis du den anderen Faden wieder triffst. Schnürsenkel fertig. Und jetzt wird's richtig spannend. Jetzt nimmst du dir deine Elsa-Puppe und ziehst ihr das Kleid aus. Das zeige ich hier nicht weiter, denn wir sind ja nicht wirklich bei Game of Thrones. Jetzt legst du die beiden längeren Jersey-Fadenbüschel über die Schultern deiner Puppe, achtest darauf, dass es einen schönen V-Ausschnitt gibt, vorne und hinten, und legst dann den Rockteil darüber hinten festkletten, das Ganze schön ordnen, hinten auch. Und dann schneidest du auf Höhe der Fußsohle die Fäden ab. Ich finde es schön, wenn es ein bisschen uneinheitlich ist. Du kannst aber auch alles auf eine Länge schneiden, ganz wie du möchtest. Dann ziehst du deiner Puppe noch die Schuhe an. Ziehst den Schnürsenkel etwas fest und machst eine kleine Schleife da rein. Je kleiner, desto feiner. Enden abschneiden. Fertig. Mit dem anderen Schuh verfährst du genauso. Was fehlt, ist jetzt natürlich die Frisur. Dazu löst du den Zopf von Elsa. Entweder du kriegst es einfach so raus oder es ist zu fest wie bei mir und du musst die Schere nehmen. Dann löst du den Zopf, bis die Wollhaare offen sind. Für die neue Frisur musst du als erstes den Scheitel sortieren. Dann nimmst du dir eine kleine Partie rechts vom Scheitel, ganz vorne am Gesicht, und flechtest einen kleinen Zopf. Der muss jetzt ungefähr so lang werden, dass er bis zum Hinterkopf reicht. Dann wiederholst du das Ganze auf der Seite links vom Scheitel, auch wieder eine kleine Partie abtrennen und so lange flechten, bis der Zopf bis zum Hinterkopf reicht. Dann nimmst du dir ein paar Haare rechts vom Scheitel unterhalb des ersten Zopfes und flichtst einen noch dünneren Zopf. Auch wieder, bis er so lang ist, dass er bis zum Hinterkopf reicht. Dann nimmst du eine dritte Partie, die noch wieder darunter ansetzt und noch wieder etwas dünner ist für den dritten Zopf.
Auf der anderen Seite flechtest du dann auf die gleiche Weise auch noch 2 Zöpfe. Nämlich unterhalb des ersten Zopfes und dann unterhalb des zweiten Zopfes. Wenn du alle 3 Zöpfe fertig hast, dann legst du die einmal nach vorne und sortierst erstmal das Haar, damit es nachher schön aussieht. Dann holst du dir die beiden oberen Zöpfe, machst ein Stückchen wieder auf, sodass das Ganze schön fest sitzt. Nimmst die mittlere Partie als mittleren Strang und flechtest dann die beiden äußeren Stränge über den mittleren, wie bei einem normalen Zopf. Zweimal überschlagen, dann holst du dir den rechten zweiten Zopf, nochmal überschlagen und den linken dazu holen. Überschlagen, den dritten Zopf auf der rechten Seite holen und überschlagen, den dritten Zopf auf der linken Seite holen. Dann flechtest du einfach weiter, bis dir die Länge des Zopfes gefällt. Am Ende gibt es ein goldenes Schleifchen, wie es sich für eine Königin gehört. Und Achtung, Achtung, hier kommt Daenerys Targaryen. Das Styling kannst du natürlich noch etwas perfektionieren, ein paar Haare nach vorne holen, ganz wie du möchtest. Und fertig ist deine Drachenkönigin. Das war's für heute von mir und das war auch das Ende meiner ersten Häkelanleitungsserie. Ich hoffe sehr, dass es dir gefallen hat. Lass mir gerne einen Kommentar da, auch mit Ideen für neue Häkelvideos. Ich freue mich aufs nächste Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen.